Willkommen zurück zu einem kleinen Update-Video heute. Wir reden heute über AMC, Beyond, FFI, GoPro, Open und natürlich auch über SPY und Nasdaq. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Erklärvideo kommt ans Ende des Videos. Okay, also springen wir gleich mal rein in AMC. So, heute auch wieder nur ein kleines Update für das große Update. Ein-Part-Squeeze, Zwei-Part-Squeeze und Preisziele verlinke ich euch das große Update-Video ans Ende. Heute schauen wir uns nur an, was wir heute gemacht haben. Also zoomen wir mal rein. Und ich habe euch ja letztes Mal schon unsere 4 Varianten gezeigt. Ich werde das heute nochmal machen, allerdings diesmal wirklich mit Preiszielen und so weiter. Ich komme gleich dazu. Unsere erste Variante. Unser Haupttracking ist noch immer dasselbe. Wir warten nur derzeit verflucht nochmal endlich aufs Top. Ich habe ja schon in den letzten Videos gesagt, dieses Haupttracking funktioniert noch so lange, solange wir nicht über 1,53 brechen. Dieses Level. Ganz einfach, weil A nicht über M geht. Das ist der einzige Grund dafür. Ich muss auch dazu sagen, ich mag dieses Haupttracking am liebsten. Ganz einfach deswegen, weil es am nähersten zu 2021 ist. Ich komme gleich dazu, warum das für mich persönlich wichtig ist. Also vielleicht gehen wir jetzt morgen wieder ein bisschen runter und wieder ein bisschen rauf. Ja. Solange wir 1,53 nicht brechen, ist das noch vollkommen in Ordnung. Wir brauchen allerdings noch immer unseren 0.618 Pullback. Und zwar von diesem wie zu welchem Top wir unter 1,53 das auch machen. Danach gehen wir wieder rauf. Wir werden vielleicht irgendwo in dieser Reise hier über 1,53 dann unser B machen, einen kleinen 0.5 Pullback von diesem Boden. Aber unser Hauptziel danach ist unser großes A. Ja, dieses große A ist noch immer in der Nähe von unserer 200 EMA. Die ist heute bei 2,10, glaube ich, irgend sowas. Danach machen wir unseren letzten Pullback. Ja, und zwar der letzte Pullback von unserem V. Hier hinauf oder wo auch immer es dann sein wird. Ich nehme an, wir werden diese Trendlinie hier rejecten, also 1,80 ist. Dann runter. Entweder 0.5 oder 0.618. Ja. Wenn wir dasselbe machen wie 2021, werden wir ein kleines Higher Low dranhängen. Dann gehen wir. Ich bin noch immer der Meinung, Mai ist unser Ziel, nicht April. Könnte aber falsch liegen. Ja. Danach ist es einfach unser Haupttracking. Ja. Wenn wir das so machen würden, habe ich absolut oder bin zumindest ziemlich überzeugt, wir machen dasselbe wie 2021. Wir brechen aus. Mein Preisziel, kennt ihr, ist irgendwas zwischen 100 und 150. Warum? Weil wir 2021 dasselbe gemacht haben. Wir haben unser Wie gemacht, sind ausgebrochen über diese Trendlinie, das wäre diese Trendlinie, und wir sind so hoch gegangen, dass der Pullback, der Breakout Retest, perfekt auf der 618 war. Deswegen bin ich, wenn wir dasselbe machen, davon überzeugt, dass wir so hoch gehen müssen, ja, weil wir dann beim Pullback genau auf der Trendlinie, genau bei der 618 VIP sind. Ja, weil Fractals wiederholen sich immer wieder. So, das ist noch immer mein Main Tracking. Entschuldigung, hat sich heute nichts geändert. Jetzt die zweite bullische Variante. Und das ist diese hier. Und ich muss ehrlich dazu sagen, das bedeutet einfach, wir machen keinen Pullback. Ja? Und wir gehen jetzt einfach über die nächsten Wochen hier hinauf. Noch immer ist unser Ziel diese Trendlinie oder die 200 EMA. Und dann machen wir einen Pullback. Ja? Noch immer 0.5, 0.618 und Higher Low. Das Problem, was ich mit dieser Version habe. Ja? Und übrigens, das ist, wenn wir wirklich hier über 1,53 drüber schießen,
gehe ich davon aus. Das einzige Problem, was ich damit habe, wir haben das hier ein einziges Mal gemacht, ja, und zwar im Mai 2024. Ja. Wenn ihr da schaut, wir haben kein High Low gemacht, wir haben keine nennenswerten Pullbacks hier gemacht, wir sind einfach rauf zu unserem A gegangen. Ja. Dann haben wir eine 0.618 Pullback gemacht, ein High Low und haben unseren Squeeze bekommen. Warum mag ich das nicht? Einzig allein deswegen, weil das ein Squeeze war. Es war aber kein Squeeze am Ende eines Fractals. Ja? Wenn ihr schaut, das ist klarerweise nicht das Ende eines Fractals. Ja? Wenn wir jetzt dasselbe machen wie Mai 2024, ja, besteht, ich sage nicht, dass es so sein muss, aber besteht die Gefahr, dass wir nicht über diese Trendlinie gehen. Dann ist unser Ziel $9 ist. Auf jeden Fall werden wir nicht über den Peak von Mai 2024 gehen. Falls wir das machen, sage ich auch gleich dazu. Auch wenn wir jetzt dieses A machen, besteht noch immer die Möglichkeit, dass wir die hier einfach durchschießen. Wenn wir hier rejecten, wäre ich nur langsam vorsichtig. Ja? Weil wenn irgendwas dran ist, dass wir Mai nicht wiederholen dürfen, wie gesagt, ist $9-10 unser Ziel. Und dann wird das unser T. Ja? Das verschiebt sich hierher. Ich meine, es wäre noch immer ein 500%iger Move. Ja? Oder vielleicht sogar ein 800er von diesen Levels jetzt wäre es ein 500%iger Move. Ja. Problem in der Sache ist nur, danach geht es runter. Ja? Wir haben dann nur noch die Möglichkeit, das ist entweder T, dann machen wir ein neues Low. Dann garantiere ich euch, dass AMC einen Reverse Split machen muss. Die einzige bullische Alternative dazu wäre, dass das hier unser T ist und dass wir aus dem hier ein riesiges Makro-High Low machen. Dann machen wir zwar kein neues High Low, aber das dauert. Das dauert Ewigkeiten. Und so wie ich das jetzt sehe, ja, sind natürlich irrsinnig viele Leute gehypt. Ich natürlich auch. Ja. Wie viele Leute glaubt ihr, werden hier verkaufen? Ja, also sagen wir machen jetzt das, ja, schießen nach oben und hier wird öffnen und wir öffnen hier. Glaubt ihr, dass irgendwer verkauft? Oder dass die Mehrheit verkauft? Ich glaube nämlich nicht. Und eins sei dazu gesagt, das hier wird sich genauso verhalten wie das hier und genauso das Verhalten wie das hier. Im besten Fall öffnen wir hier oben und dann geht es rasend schnell hinunter. Ja, entweder man verkauft bei der Öffnung oder es ist vorbei. Ja, und danach steht einem das hier wieder für das nächste halbe Jahr bevor. Ja. Deswegen würde ich es hassen, wenn wir jetzt einfach hier durchschießen und einfach hier raufgehen. Ja, das ist mein Hauptgrund dazu. Ja. Weil machen wir das normale Main-Tracking, wo wir jetzt ein Pullback machen, raufgehen, Pullback machen, raufgehen, ja, kann ich das fast ausschließen. Ja. Gehen wir von hier einfach weiter rauf, werde ich vorsichtig. Ja. Okay, jetzt noch zum Babs-Tracking. Das habe ich ja letztes Mal schon gezeigt, das war das Hopium-Tracking. Er hat mal ein Video gesagt und hat sich aufgeregt, dass ich es als Hopium-Tracking bezeichnet habe. Es ist einfach nur, ich sehe es, warum. Ich tendiere nur nicht dazu, aber man kann sagen, es gibt einen Grund dafür, warum man es so sehen kann. Nämlich, das wäre rechte Seite einstündiger Chart AMC in 2021. Das linke Seite ist AMC jetzt auf dem einstündigen Chart. Und im Prinzip wäre einfach dieses wie hier, wäre dieses wie hier, diese kleine Sektion hier haben wir schon gemacht. Hier unten die Kerze, auf die wir und der Pullback, auf den wir die ganze Zeit eigentlich warten, wäre diese Kerze hier schon gewesen. Dieser Uptrend hier wäre dieser Uptrend hier. Und der Ausbruch zu A wäre jetzt unser Ausbruch schon. Somit das Einzige, was jetzt noch fehlen würde, wäre der 0.5 Pullback, weil in 2021 haben wir ein 0.5 Pullback gemacht. Das heißt, wir würden
hiermit hier runterkommen, dann unser kleines High Low machen und dann wird es abgehen. Ja, genauso wie hier. Hier gleiches Thema wie das Problem mit der bullischen Alternative. Auch hier kann ich das Problem nicht ausschließen, dass wir bei der 8-Dollar-Marke rejecten. Aber zumindest wäre mir das hier sogar schon lieber als die zweite bullische Variante. Ja, weil hier könnte man noch immer sagen, wir machen 1:1, was wir 2021 gemacht haben. Ja, passt mit den Fib-Levels und den Pullbacks nicht zusammen. Ja, vielleicht der Pullback bei der A-Pullback, der High-Low-Pullback hier passt nicht zusammen. Aber trotzdem könnte man noch sagen, es geht in Richtung Jänner 2021. Ja. Das wäre besser als die zweite bullische Variante. Und zu guter Letzt, die Möglichkeit besteht noch, solange wir unter der 1,35 sind, besteht die Variante noch, dass das hier unser T wird. Ja, und wir runterschießen und ein neues Low machen. Ja. Denke ich nicht, aber immer eine Alternative haben. Erstes Preisziel wäre 91. Ich glaube allerdings, wenn wir das machen, nicht, dass das hält. Zweites Preisziel wäre 81 Cent. Ja. Einfach nur als Alternative haben. Ja. Bestätigung dafür, wenn wir 93 Cent berühren oder brechen, ist das die Bestätigung, das ist nur zu spät. Ja, sage ich nur. Ja, okay. Aber derzeit, man darf bullish sein, nur vorsichtig. Ja, ich meine, ich glaube nicht, dass wir es jetzt im April sind, also wir haben noch Zeit, uns darauf vorzubereiten. Aber vorsichtig, wenn wir bei 8, 9 Dollar langsamer werden. Im liebsten Fall für mich ist, wir gappen über dieses Level. Ja? Also im besten Fall, wir gappen über 13. Ja, wir gappen über den May-Peak, weil dann brauchen wir uns darüber keine Gedanken machen. Wenn wir darüber gappen, ja, sind wir in dieser Range hier. Ihr solltet bis dahin schon euren Verkaufsplan haben. Ja. Dann ist jeder auf sich selbst gestellt. Ja. Ihr könnt mich gerne dann fragen, soll ich verkaufen oder nicht. Ihr werdet an dem Tag von mir keine Antwort geben. Ich hoffe, ihr versteht das, weil ich werde mir das seelisch und rechtlich nicht antun, dass ich da irgendwas sage. Aber bis zu dem Zeitpunkt solltet ihr schon einen Plan haben. Aber wie gesagt, wenn wir hier langsamer werden, vorsichtig. Okay. Nächstes ist Beyond. Auch hier für die große Geschichte, für Preisziele und so weiter und so fort. Das große Update-Video kommt am Schluss. Heute schauen wir uns an, was wir vor allem heute gemacht haben. Also zoomen wir mal rein. Und ja, Beyond will mich wirklich verarschen. Ja, was anderes kann ich dazu nicht sagen. Ihr kennt sie alle, also für die Leute, die es schon kennen, mein altes Tracking war einfach das große Problem. Earnings war unser T, das steht noch immer. Dieser Peak hier nach den Earnings war unser M. Ja? Und somit passiert das Problem, dass M hier startet, aber hier noch nicht fertig ist. Ja? Weil hier sind wir higher. Somit fürs Tracking kann das hier nicht T sein. Es kann einfach nicht T sein. Somit kann das hier auch nicht unser V sein und das hier nicht unser Higher Low. Aber die Candle hier ist einfach verfickt nochmal bullish. Ja. Das war auch der Grund, warum ich euch gesagt habe, die Levels. Ja. Ich habe euch gesagt, ab 62, ja, 62 kann man bullish sein, ab 66 kann man sehr bullish sein und alles über 72 und wir haben keine Alternative zum Boden mehr. Gut, somit, was ist das jetzt? Es gibt hier nur zwei Möglichkeiten. Entweder, ja, wenn wir hier auf den 30-minütigen Chart gehen, ihr seht, hier hat das M angefangen und hier hat das M aufgehört. Also, ich habe schon gesagt, es gibt, ich glaube im letzten Video, ich gebe ihm eine 1%ige Chance, dass unser T dieses kleine Scheißding hier ist. Ja?
was ich vielleicht einmal in 100 Fällen gesehen habe. Das ist die einzige Möglichkeit, das mit den Regeln 1:1 zu vereinbaren, dass das hier jetzt unser W ist, das ist unser Higher Low. Und wir sind im Ausbruch. Ja. Mir gefällt das trotzdem nicht. Allerdings habe ich das schon zwei Mal gesehen, einmal bei GME, wo das T bei einem Higher Low angefangen hat. Ja, warum auch immer. Weil für Levels-wise passen die zwei Sachen einfach viel besser. Warum? Wenn man hier das W nimmt, hier das Higher Low, perfekt unter 718, also das ist ein perfektes Higher Low. Dann haben wir einen Ausbruch. Das hier ist unser A. Wir sind über dem T. Dann sind wir raufgegangen, sind über M gegangen, somit war das unser B. Ja, es passt einfach absolut perfekt. Auch von unserem A zu unserem B, perfekter 0.5 Pullback. Somit, wie schaut es jetzt aus? Im absoluten bullischen Fall, ja, ist das Ganze hier unser Higher Low von Oktober bis heute, unser Higher Low. Wir haben es beendet. Wie? Kleines Higher Low beendet. Wenn wir jetzt sowas ähnliches machen wie Oktober, ja, dann könnten wir jetzt noch ein Makro Higher Low dranhängen. Das wäre dann, wir gehen zu dieser grünen Trendlinie rauf, ja, das wäre bei 84 Cent, machen ein Higher Low und dann marschieren wir. Und zwar straight nach oben. Ja, genauso wie im Oktober. Oder wir machen das Verschissen nochmal langsam. Deswegen habe ich euch das jetzt hier genauso eingezeichnet. Ja. Können wir noch nicht sagen, was es ist, ja. Aber im Prinzip würde das so ausschauen. Wir haben jetzt Schritt für Schritt. Ja. Wir haben jetzt hier unser V, unser Higher Low. Das ist kleines a, kleines b. Unser kleines c muss über t sein. Das bedeutet über 72 Cent. Das wird dann unser kleines c, ist dann unser mittleres a. Breakout Retest. Ja, oder 0.5, 6.1 Pullback. Dann machen wir wieder dasselbe. Kleines a, kleines b, kleines c. Dieses kleine c muss dann über unserem M sein. Ja? Das bedeutet über 80 Cent. Dann wieder 0.5 Pullback, Breakout Retest. Dann gehen wir rauf, wieder kleines a, kleines b, kleines c, zu unserem mittleren c, was dann schon unser großes A ist. Das ist dann über unserem großen T. Ja, ich wette, ich verhaspel mich da jetzt mit den Größen. Ne? Das muss dann über 1,05 $5 sein. Ja? Wieder Breakout Retest. Und dann gehen wir rauf zu unserem großen B. Das muss dann über 1,60 sein. 0.5 Pullback. Und dann gehen wir schon rauf zu unserem Makro A. Das ist dann unser großes C, wird unser Makro A. Dieses Makro A ist dann unser generelles Ziel, ja, nämlich über T, das bedeutet über $15. Und dann tracken wir mal weiter, ja, wenn wir so weit kommen. In dem Fall, wir müssen hier nicht alle Pullbacks machen, sage ich gleich. Allein deswegen, weil wenn wir uns das anschauen, Oktober war extrem vertikal, das T war extrem vertikal, das M war zwar auch ein bisschen holprig, aber trotzdem vertikal und das L war auch vertikal. Ja. Also, dass wir so viele kleine Pullbacks und A, B, C in jedem einzelnen Schritt machen müssen, wenn wir die Regeln 1:1 befolgen, ja. Ich glaube aber allerdings, ab einem gewissen Level schießen wir einfach nach oben. Ja. Beyond ist nicht unbedingt eine Aktie, wo man sagt, ja, wir gehen jetzt da jahrelang zickzack nach oben. Haben wir nie gemacht. Ja. Das wären die bullischen Varianten. Jetzt kommen wir zu den zwei bärischen. Und ich weiß, ihr könnt es schon nicht mehr hören. Aber besser, wir haben eine Alternative,
weiß, wir haben keine. Mein Hauptproblem derzeit, erstens, ist diese Scheiße mit dem T und dem W hier unten. Und zweitens, derzeit. Ich meine, wenn wir jetzt diese Woche durch diese Linie brechen, scheiß drauf. Ja. Andernfalls, wir sind hier perfekt an dieser Trendlinie rejected. Und das ist halt nicht irgendeine Trendlinie. Ja. Das könnte unser kleines M sein. Ich meine das M von diesem T. Das bedeutet, wir müssten hier drunter kommen, unter 57 Cent. Wieder rauf, noch einmal drunter, wie High-Low und dann. Das wäre auch eine Möglichkeit, uns bis nach Mai zu schieben. Ganz ehrlich. Ja. Wenn wir hier ausbrechen, wird schon langsam schwierig mit Mai und es haben irrsinnig viele unserer Ticker ein Ziel für Mai. Somit ja. Das hier, wenn wir hier rejecten, ist noch immer nicht Doom and Gloom, ja, dass wir dann ein neues Low machen, aber es wäre eine bearische Alternative. Ja. Das wäre noch immer eine bearisch-bullische Alternative, ja, weil solange wir 50 Cent nicht berühren oder brechen, sehe ich noch immer $15 dieses Jahr. Ja. Aber ja, falls wir rejecten. Die zweite bärische Variante ist, was auch immer wir machen und wir kneifen runter und wir berühren die 50 Cent. Habe ich euch im letzten Video schon gezeigt. Ist halt der Scheiß, dass erstens das Higher Low ein T wird. Zweitens wir ein neues All-Time Low machen. Und drittens wir meiner Meinung nach 2026 mindestens nicht über $3 gehen, weil danach müssen wir erst das Higher Low machen. Und das wird Zeit brauchen. Ich tendiere noch immer nicht dazu, ja, aber immer eine Alternative haben. Wir haben das jetzt schon oft genug gesehen bei FFEI oder bei Beyond, perfektes Beispiel hier. Haben wir zwar eine Alternative gehabt, aber nicht dran geglaubt, ja, und wie wir hier drunter gebrochen sind, waren ein paar Leute überrascht. Deswegen immer eine Alternative. Okay, nächstes ist Open. Hier gleich das perfekte Beispiel, warum man eben eine Alternative haben muss. Ganz kurz zur Wiederholung. Ja. Hier Allzeithoch, unser C, Lower High, Midpoint, Last Time to Sell, runter zu unserem V. Dann 2025 im Sommer erster Squeeze, rauf zu unserem A, perfekter 0.5 Pullback, rauf zu unserem B. So, und bis jetzt hat es ja super ausgeschaut, dass das so ausgeschaut hat und dass das hier unser Higher Low war. Mit dem Bruch im Pre-Market hier runter ist dieses Higher Low Geschichte. Ja? Und der Peak hier im 19. März wurde unser T. Ich habe gesagt, Hände weg, wenn wir 4,27 brechen. Natürlich für Leute, die schon drin sind. Es ist noch nicht alles vorbei. Ja, sage ich auch dazu. Für mich macht das noch immer am meisten Sinn, dass das hier unser A und das hier unser B ist. Ja? Und dass wir noch immer im B-Pullback sind. Aber ihr habt das jetzt schon öfters gesehen bei Beyond und bei FFEI. Normalerweise, wenn das hier ein T ist, machen wir nicht einfach nur so ein kleines Zipfelchen und dann gehen wir nach oben. Normalerweise kommt nach dem Bruch von einem T ein richtiger Pullback. Da das aber B ist unsere Range eigentlich bis zur 618. Ja? Das bedeutet, bei 340 wäre es noch okay. Wenn wir hier weiter drunter gehen, wird es kritisch. Ich habe das ja schon auf der Homepage gesagt. Solange wir 2,47 nicht berühren, kann das noch B sein. In dem Moment, wo wir die 786 berühren, ja, ich meine die 786 von hier nach da, ja, das ist das 2,47 Ziel, kann das nicht mehr B sein. Dann wird scheiße. Weil dann ist meiner Meinung nach es vorbei. So haben wir meiner Meinung nach jetzt einfach noch ein bisschen Zeit dazugefügt, weil wir müssen jetzt noch einmal runter. Ja.
dann müssen wir wieder ein Higher Low machen und dann gehen wir rauf zu unserem C. Ich habe das ja im bullischen letzten Video schon gesagt, mein Ziel ist noch immer irgendwas zwischen 38 und 11, ja, wenn wir Allzeithoch nicht brechen. Aber leider im Großen und Ganzen der Bruch von unserem Higher Low, der ist schade. Der ist echt schade, aber kann man derzeit nichts machen. Okay, nächstes ist FFAI. Und zwar nicht, weil wir heute einen großen Move gemacht haben, sondern weil es relativ interessant ist. Ja, mein Tracking kennt ihr alle schon. Zur kleinen Wiederholung. IPO, T, Lower High, Midpoint. Hier perfektes Beispiel, was passiert, wenn man ein Higher Low bricht. Ja, weil hier, von hier nach hier haben wir es auch als Higher Low getrackt. Wir haben es gebrochen und sind runtergeneift. Ja. Was wir jetzt gemacht haben. Wir haben ja in den letzten Tagen ziemlich rasante Bewegungen nach oben gemacht. Und ich habe gesagt, vorsichtig, ja, es waren große Sprünge. Allerdings, ich meine, okay, von unserem Wie hier unten bis zum Top ja, waren es 111%. Das schaut auf den Zahlen wunderschön viel aus. Wenn man hinauszoomt, ist das halt fast gar nichts. Ja. Aber meine große Warnung war auch, ja, wir haben das aber schon mal gemacht, und zwar von hier nach hier waren das 74% und danach sind wir runtergekracht. Ich habe jetzt für euch eine bullische und eine bearische Alternative. Ja? Ich tendiere zu keinem von beiden, sage ich auch gleich. Einzig aus allein einem Grund, ich möchte Bestätigung. Das ist der einzige Grund. Ja? Ich habe noch immer meine, weiß nicht was, 200, 300 Calls für Jänner nächsten Jahres, einfach nur, weil ich habe die, glaube ich, für 2 Cent gekauft und ich komme aus denen nicht raus. Aber einfach nur deswegen, ich möchte Bestätigung sehen. Ja? Wir fangen mit der bullischen Variante an. Für die bullische Variante war das hier unser Wie am 7. April. Wir haben ein wunderschönes kleines High Low gemacht und dann eigentlich ein perfektes A, perfektes B, perfektes C, weil es unterm T ist. Dieses C da ja, wäre das Peak von unserem Higher Low jetzt. Ne? Bedeutet, wir müssen jetzt drunter. Das Ziel haben wir schon, nämlich unser A-Low. Wir müssen auf jeden Fall unter 23 Cent. Hier drunter, um dieses Higher Low zu beenden. Danach können wir alle dummen Sachen machen, die wir uns erträumen können. Ja? Danach können wir unsere blöden Squeeze-Targets machen. Ja? Auch kleine Warnung, ich habe das euch ja schon öfters gezeigt, ja, bevor wir da ins Tracking reingehen. Die 2 Squeeze-Beispiele, die wir haben, Dezember 2024 und April 2024, wo wir 2 Higher Lows gemacht haben. Erstes, zweites Squeeze. Erstes, zweites Squeeze. Ja? Ich wäre also vorsichtig, wenn ihr vorhabt, wenn wir jetzt dieses Higher Low hier machen und hier bouncen, in Weeklies nachher reinzugehen. Es besteht die Möglichkeit, dass wir dann genauso wie in den anderen 2 Fällen noch ein Higher Low dran hängen. Sage ich nur. In Sachen Microtracking wäre dieser Peak hier, den wir heute gemacht haben, schon unser M. Ja? Die B, Boden B-Line zum M, passt perfekt. In dem Fall würde ich jetzt erwarten, dass wir runtergehen auf 23 Cent. Sollten wir etwas Dummes machen und hier hinaufschießen, kann ich nur da sitzen und sagen, okay, ich konnte das nicht tracken. Ganz ehrlich, ich würde keine Hoffnungen drauf setzen. Ich sag's nur. Bärische Alternative. Ja, und das sage ich komplett eindeutig, Achtung. Deswegen würde ich auch niemanden jetzt empfehlen, jetzt reinzugehen, ja, der noch nicht drin ist. Wenn dann überhaupt, wenn wir hier bouncen, eine neue Position machen. Aber die bärische Alternative ist, wir machen gerade dasselbe wie hier. Das ist die bärische Alternative. Wir rennen hinauf, fallen hinunter. Ihr seht sogar von den Candles her. Ihr könntet
diesen Pullback hier gerade perfekt 1:1 hier drauflegen. Sage ich nur. Ja. Wir wären jetzt gerade hier. Das ist die Gefahr. Ja. Und es gibt keine Möglichkeit zu bestätigen, dass wir nicht dasselbe wieder machen. Ja. Im Falle des Falles, dass wir das machen, machen wir ein neues Low. Und wie ich immer schon sage, wir kommen in Levels rein, wo ein Reverse Split, wenn diese Firma an der Nasdaq bestehen bleiben wird, unumgänglich wird. 10 Tage unter 10 Cent und man ist weg von der Nasdaq. Ohne Wenn und Aber. Bevor das passiert, werden sie ein 1:100 oder 1:1000 Reverse Split machen. Oder umgekehrt, wie auch immer. Ja, so, man sieht ein kleines Fünkchen am Ende des Tunnels, aber Vorsicht. Ja? Okay. Jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Community-Wunsch, nämlich GoPro. Und GoPro wurde mir von einem englischen Viewer, und zwar, wie heißt er? Chinsky 19, vorgestellt. Und ich sage das deswegen, weil es schaut verflucht interessant aus. Und er hat sich am Sonntag, glaube ich, gewünscht. Ja. Oh, heute haben wir den Ausbruch schon gehabt. Für GoPro, es schaut wirklich interessant aus. Deswegen, ich habe es auf die Watchlist gesetzt. Ich werde das weiter tracken. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Ich habe eine absolut bullische Variante und eine bärische. Ja. Für GoPro, vor allem das Interessante ist die IPO. Zu der kommen wir gleich. Auf jeden Fall wäre hier irgendwo drin unser A und hier unser B. Dann haben wir Allzeithoch gemacht. Perfektes Lower High, perfekter Midpoint, perfekter T-Punkt. Sage ich auch gleich dazu. Normalerweise würde ich sagen, ja, das schaut eher mehr aus, weil das T und das M so nah beieinander liegen. Deswegen gibt es auch eine bärische Alternative. Aber kommen wir gleich dazu. Dann fallen wir runter zu unserem V für die bullische Variante. Was wir jetzt gemacht haben, seit April 2025, ist ein perfektes Higher Low. Ja, warum? Erstens, unter der 786. Zweitens, perfekt unter V&A. Dann haben wir einen Triple-Boden hier gemacht. Ich sage auch gleich aber dazu, diese Notwendigkeit, dass ein doppelter Boden absolut falsch ist, zählt erstens hauptsächlich nur für EMC und zweitens zählt das fürs V. Ja, fürs Higher Low ist es. Ich habe noch keine Regel gefunden, wo man keinen doppelten Boden oder dreifachen Boden fürs Higher Low machen muss. Ja. Das V war eine einzelne Kerze. Perfekt. Ja, Higher Low fertig. Wir sind nach oben geschossen. Ja, und das ist ordentlich. Also das waren jetzt 141%. Das ist ordentlich. Weil GoPro jetzt, glaube ich, in Military Defense geht oder was auch immer die News ist. Ja, komisch, dass das direkt nach einem Higher Low passiert. Ja, sage ich nur. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt gibt es zwei Varianten. Ja? Bevor wir ins große Makro-Tracking gehen. Ja? Wir sind jetzt hier raufgeschossen über unser T. Also, entweder, weil das Makro-Higher Low, das ist unser Makro-Higher Low, fertig ist, geht es weiter nach oben. Oder wir müssen jetzt noch einen A-Pullback machen. Ja? Weil das hier ist unser kleines A. Ja? Das bedeutet, wir müssen, wenn wir das hier nehmen, hier runter zu 82 Cent, zu 618 Pip. Ja? So, hier runter, dann geht es weiter nach oben. Ja? Für die bullische Variante. Was sind unsere Ziele? Unser erstes Ziel, weil das hier ist Higher Low, nach dem Higher Low kommt A, ist irgendetwas über 13,50. Breakout Retest, B über 17, 0,5 Pullback und so weiter und so weiter. Ihr kennt die Regeln mittlerweile schon. Aber wir sind hier sehr nahe beieinander. Und hier kommt die Sache, wenn man sich jetzt die IPO anschaut, dann ist das hier, dieser Peak, eindeutig unser B.
Wenn die IPO hier unser V ist, dann ist das hier eindeutig der B-Pullback. Was ist aber dann unser A? Ja, unser A muss irgendwo in diesem Gap-Up hier schon sein. Und dazu sei auch gesagt, wir wissen nicht genau, was das Ganze hier ist. Ja, das könnte ein großes A, ein großes B, großes C, High, Low, was auch immer sein. Die Sache ist also die, wenn wir, vielleicht haben wir das A hier einfach auch nur geschluckt. Hier kommen wir in einen Punkt, wo es wirklich dumm wird. Ja? Was auch immer wir hier machen, ob wir jetzt raufgappen oder noch den 6.1 Pullback machen. Ich gehe von einem massiven Gap-Up hier aus. Ja? Vor allem, wenn man sich das hier anschaut, dann war das hier, wenn das hier unser V ist, hier unser A, 0.618 Pullback. Und danach kam diese verschissene Gap. Und dazu sei auch eins gesagt. Ja? Ihr seht dieses kleine Ringelchen hier, das kommt nach dieser Candle. Das bedeutet, es ist absolut möglich, dass wir unser A hier gar nicht mehr gesehen haben und das hier der A-Pullback ist. Es ist dumm. Es schaut genial aus. Es schaut auf jeden Fall genial aus für einen Gap-Up. Ja? Ich habe mir das jetzt sogar schon am Abend ein bisschen angeschaut. Egal, ob ihr kein Financial Advice, ob ihr Shares oder Optionen spielen wollt. Für Jänner 2027 ist Max Strike $5 und die sind zwischen 5 und 10 Cent. Unser Ziel mindestens ist 13, 14. Mindestens. Ja? Für die bullische Variante. Wie man das spielt, wenn man spielen will, kauft man diese Max Strikes. Es spielt für mich persönlich keinen Grund, irgendwelche In-the-Money Strikes zu nehmen. Vor allem, wenn die Gefahr besteht, dass wir jetzt einen Pullback bekommen. Und falls wir diesen riesigen Gap hier bekommen, bei Marktöffnung ist es wurscht, ob es 13, 17, 20, 50 ist, verkaufen auf der Stelle. Aber das Ding schaut interessant aus. Die einzige bärische Alternative dazu ist, das ist unser T. Ja, das ist die bärische Alternative. Und das bedeutet, dass auch das hier erst unser M ist. Denn kann ich wirklich einen Fall dafür sehen, vor allem, weil ihr seht, wir sind hier, wenn man die Trendlinie von diesem Top nimmt, perfekt hier rejected. In dem Fall machen wir neu los. Ja. Fürs M müssen wir auf jeden Fall hier drunter wieder rauf. Das wird unser T und neuer los. Dann erst wieder ein Higher Low und es dauert Ewigkeit. Und wir kommen dann auch schon sehr niedrig. Ja. Deswegen, egal ob ihr Contracts, ich glaube, aus den Contracts werdet ihr da nicht mehr rauskommen, aber wenn ihr Aktien spielt, wenn wir 59 Cent berühren oder brechen, wäre das schlecht. Ja, dann kann das hier wirklich unser T sein. Ja. Schauen wir mal. Es schaut geil aus für einen verfickten bullischen Run. Ja. Auch hier würde ich sagen, wenn wir diesen Pullback bekommen, also den 0.618 Pullback hier runter, würde ich sagen, das ist Ende April, Anfang Mai, Gap Up. So wie so viele andere auch. Schauen wir mal. Okay. Und letztes ist SPY und Nasdaq. So, wir fangen mit SPY an, weil Nasdaq ist dann unsere Bestätigung und ja, ihr werdet gleich sehen, warum. Ich habe ja am Wochenende gesagt, ich gehe eher von einem Pullback aus. Und dass ich auch am Freitag YOLO-Puts gekauft habe. Ja, war ein Fehler. Also die YOLO-Puts sind absolut tot. Ja.
Allerdings, ich habe auch gesagt, wenn sie kaputt gehen, ja, interessiert es mich nicht, weil es war halt eine wirklich kleine Position und es war ein YOLO-Putz. Ich muss allerdings eins dazu sagen. Dieser Move heute hat mich nicht mehr bullish gemacht. Wirklich nicht mehr bullish. Eigentlich hat es mich noch mehr bearish gemacht. Ähm, Vor allem, es war eigentlich heute auch wieder ein perfektes Beispiel für, dass die News, sie nehmen einfach irgendwas. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, wir haben hier am Freitag geschlossen. Am Wochenende sind dann diese tollen Friedensverhandlungen ins Leere gelaufen. Die Futures sind runtergeknallt. Und dann sind wir in der Früh gebounced und nach oben gegangen. Erst in Mitte des Tages hat es dann plötzlich geheißen, die Iraner wollen reden. Das war aber schon nachdem wir die Gap hier gefüllt haben. Ja? Also wer mir erklärt, dass dieser Move wegen den News war, weiß ich nicht, was ich euch erzählen soll. Ja? Weil, nee, der Move war schon vor den News. So, ich habe jetzt auch schon in den Kommentaren gesagt, es gibt für mich jetzt nur noch zwei Möglichkeiten. Vor allem für SPY. Ihr seht, das hier ist unsere Wedge. Unsere große, wunderschöne Broadening Wedge. Ohne das hier. Löschen wir das mal. So. Wir haben jetzt zwei, vor allem weil wir jetzt schon verflucht nah dran sind. Wir haben jetzt heute geschlossen bei 6,86 und ich glaube, ja, die Futures sind relativ, ja, machen gerade nichts. Für SPY sollten wir diese Antwort diese Woche meiner Meinung nach schon bekommen. Wenn wir nicht absolut sideways gehen. Ja. Wenn SPY über diese Linie hier bricht, in dem Fall für morgen, wäre das 6,88, 6,25. Das ist bullish. Ja, also wenn wir hier drüber gehen, ja, meiner Meinung nach, das wäre Bestätigung für Bull Market. Ja. In dem Fall werden wir über Allzeithoch brechen, wo auch immer das sein wird, 700, 710, 712. Nachher einen Breaker-Tree-Test machen. Ich werde das nicht spielen, ja, das sage ich auch gleich, weil wir haben absolut keine Levels nach oben. Wenn wir aber den Breaker-Tree-Test machen, den wir machen werden, meiner Meinung nach, dann kann man in Calls gehen. Ja, das ist die bullische Variante. Kann man nichts dazu sagen. Wenn wir diese Linie brechen, dann lag ich jetzt einmal mit meiner bärischen Ansicht für diesen Markt falsch. Punkt. Ja? Dann war das hier unser M, das ist unser T, unser W und wir gehen in den Bull Market. Ich werde das auch dann nachher gleich mit Wix zeichnen. Ja? Wenn wir hier checkten, wenn wir diese Linie nicht brechen, dann wird's scheiße. Sage ich ganz ehrlich, weil dann wird das hier unser M. Und dieses M, ja, hat hier angefangen. Das bedeutet, und M, wenn wir ein M machen, das ist meistens der gewalttätigste Move. Also das, ich sage jetzt nicht, dass es so schnell geht, aber es wird brutal schnell rot. Ja. Da knallen wir runter. Ja. Preisziele kennt ihr, 6,25, glaube ich allerdings nicht, das hält. 6,12 mindestens für den ersten richtigen Bounce. Das wäre dann erst unser T und dann geht es noch weiter runter. Ja? Das ist die bärische Alternative. Bevor wir nach Wix gehen, schauen wir uns Nasdaq an. Und in Nasdaq habe ich derzeit, ich könnte wirklich falsch liegen. Ich sage nicht, dass wir nicht bullish ausbrechen können. Ja? Für Wix kann ich mir persönlich derzeit keinen Reim drauf machen, wie. Ihr werdet jetzt gleich sehen, warum. Nasdaq hat natürlich auch seinen Peak im Oktober gemacht. Der Unterschied zu Nasdaq ist allerdings, unser Lower High war im Gegensatz zu SPY, weil SPY war das Lower High hier am 11. Februar,
Für Nasdaq war es am 28. Jänner. Problem dabei ist, dass hier hat das Lower High angefangen. Hier war das Top von dem Lower High. Und jetzt schaut mal, wo wir das erste Mal ein Lower Low gemacht haben. Für das. Wir sind rauf, runter. Und hier war das erste Lower Low. Entschuldigung, Lower Low. Ja. Das bedeutet, erst hier war das Lower High fertig von der Nasdaq. Somit, wo ist M und wo ist T für die Nasdaq? Meiner Meinung nach für Nasdaq, und das ist der Grund, warum ich noch immer extrem bärisch bin auf dem Markt. Weil für Nasdaq bedeutet das, dass wo auch immer wir hier rejecten, und ich meine, wenn SPY jetzt schon so verdammt knapp dran ist, dass sie das Ziel nicht erreichen darf, dann wird Nasdaq natürlich auch irgendwo hier jetzt rejecten. Für Nasdaq wird das hier unser M meiner Meinung nach. Da ich aber nicht davon ausgehe, dass jetzt Nasdaq hier runterneift, während SPY Olé neue Höhen gemacht hat, zumindest weiß ich nicht, ob das jemals passiert ist, ich könnte mich nicht daran erinnern. Wenn ich jetzt extrem bärisch an der Nasdaq bin, dann müsste ich eigentlich auch bärisch auf dem SPY sein, oder? In dem Fall, wenn das hier unser M wird, dann werden wir dieses M diese Woche sehen und vielleicht schon den Down-Move diese Woche beginnen. Ja. Habe ich eine Bullish-Alternative für Nasdaq? Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, wäre, dass das hier unser M ist. Dieses kleine Futzelchen hier. Ja, was auch gleichbedeutend ist, dass diese eine Kerze hier unser kleines T ist. Möglich. Ja. Wir haben das ja bei Beyond jetzt schon gesehen. Ja. Aber ich tendiere so gar nicht dazu. Ja. Aber gut, ich meine, für Nasdaq gilt dasselbe. Wenn SPY hier über 6,88 geht oder 6,90, also hier ausbricht, ja, was auch immer das sein soll, dann wird Nasdaq natürlich auch ausbrechen. Keine Frage. Ja. Sollten wir den katastrophalen bärischen Weg gehen, erstes Ziel für Nasdaq ist 5,53, genauso wie bei SPY, glaube ich nicht, dass das hält. Nächstes wäre 5,41 für den ersten Bounce, weil dann wäre das hier unser M. Dann machen wir einen Bounce, das wäre erst unser T und dann, ja. Aber ich könnte wirklich falsch liegen, aber ich sage, ich bin bearish. Und wenn ich falsch liege, dann werde ich da sitzen und sagen, bäh. Okay, jetzt noch zu WIX. Und das muss ich jetzt ehrlich dazu sagen, das ist ja auch der größte Scheiß, weil ich habe für WIX ein eindeutiges bullisches Tracking und ein eindeutiges bearisches Tracking. Weshalb ich mich heute auch dazu entschlossen habe, ich habe jetzt Puts für die Nasdaq gekauft. Ich habe aber deswegen auch Puts für WIX gekauft. Ja? Damit ich beide Seiten habe. Falls das irgendjemand nicht versteht, WIX, der Volatility Index. Wenn man bullish bei WIX ist, also wenn man trackt, dass WIX hinaufgeht, dann erwartet man, dass SPY und Nasdaq nach unten gehen. Ja? Wenn WIX bearish ist und nach unten geht, erwartet man, dass der Markt nach oben geht. Ja? So funktioniert WIX. Jetzt, wir fangen an mit der bullischen Variante für WIX. Und das bedeutet einfach nur, wir haben hier unser Top bei C im August 2024. Hier im April 2025 war unser Lower High. Und diese Kerze hier, ja, am März 2026 war unser M. Und jetzt haben wir schon unser Lower High gemacht. Wir haben einen Gap Down gemacht. Ist nicht so ungewöhnlich für WIX, auch dass diese Gaps für einige Zeit offen bleiben. Dieser Peak, den wir heute gemacht haben im Pre-Market, war unser M. Und das bedeutet, wir knallen runter. Wir machen dann vielleicht noch einen kleinen Peak nach oben, ja, für unser T, aber wir kommen nicht mehr hinauf. Ja. Unser Ziel wäre auf jeden Fall, um dieses M abzuschließen, ja,
Irgendetwas unter 13,43. Wenn VIX das macht, dann bekommen wir auf jeden Fall unser Blow-off-Top für SPY, mindestens. Wenn wir hier runterknallen, ist SPY und Nasdaq über 700. Ja. Im ganz bullischen Fall kommen wir dann noch einmal rauf. Das wird unser T dann, ja, und zwar das T von diesem Ganzen hier. Nicht höher als unser M natürlich. Und dann fallen wir erst recht runter zu einem Allzeitlow für VIX. Das hier ist Bull Market für 2026, wahrscheinlich noch 2027. Ja. Und dann bekommen wir einen Bounce. Das wäre dann erst unser Haupt-M für das Ganze. Aber das ist dann viel, viel später. Das ist die bullische Variante. Die bärische ist diese hier. Ja. Das bedeutet, wir haben noch immer unser C, noch immer unser Lower High. Und jetzt tracken wir einfach nur dieses Lower High als einzelnes. Ja, als ein Fractal. In dem Fall haben wir unser M, Lower Low, unser T, Lower Low. Und das hier war schon unser V. Und das hier, weil wir leider nicht über das Level von M gegangen sind, kann das hier noch immer A sein. Weil A darf nicht über M sein. Aber ihr seht, wir sind ein bisschen drunter rejected. Was wir aber auch gemacht haben, ist von unserem V da hier unten zu unserem Peak hier oben. Das ist ein perfekter 0.618 Bounce. Hier. Und wenn wir jetzt noch näher ranzoomen, dann ist das jetzt gerade, jetzt, derzeit, ein perfektes Higher Low. Ja. Also für die bärische Variante ist dieser A-Pullback hier fertig. Was kommt als nächstes? Unser B-Run. Wenn wir den überhaupt dann mit Pullback machen und nicht einfach rauf zu unserem C gehen, was dann unser großes M wäre. Ja. Wenn wir das machen, dann ist das zumindest ein Mini-Crash. Wenn wir hier hinaufschießen, ist das ein Mini-Crash. Ja. Aber auch das sollten wir eigentlich eine Antwort diese Woche bekommen. Ja. Weil VIX ist nicht, der Volatility Index ist nicht etwas, was das macht. Ja, normalerweise. Und das wäre ein perfekter Bounce. Also deswegen bin ich gerade so extrem unentschlossen. Ja, weil ich sehe halt derzeit für Nasdaq absolut bearish. Aber wenn ich für Nasdaq bearish bin, muss ich für SPY auch sein. Für VIX bin ich gerade wirklich 50-50. Ja. Entweder wir bekommen einen Blow of Top, geil, oder wir bekommen Market Crash, geil. Ja, wir sind gerade so dermaßen dazwischen, das ist lächerlich. Ja. Es ist ungefähr genauso wie die Friedensverhandlungen von Trump. Ja. Oh, Friedensverhandlungen funktionieren nicht. Oh, sie wollen doch mit uns reden. Oh, sie wollen doch nicht mit uns reden. Aber wir machen die Straße. So machen sie gar nicht. So. Ja. Also entweder, nur meine persönliche Meinung, man spielt es gar nicht. Ja, was wahrscheinlich die beste Idee ist und man wartet einfach auf Bestätigung. Oder man spielt beide Seiten. Ja. Nur auch, wenn man beide Seiten spielt, kann man doppelt einfahren. Sage ich nur. Ja. Aber es schaut irre aus. Okay. Gut. Wie immer, Erklärvideo hier. Playlist hier. Große Updates-Videos für all unsere Aktien. Ja, ich sage auch gleich dazu, für den Rest hat sich eigentlich nichts geändert. Es zählt noch immer das alte Tracking. Gut, schauen wir mal, ob jetzt Frieden ist oder die Welt endet oder was auch immer. Ich wünsche euch was.